Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Stanley Parable. Ich bin's wieder, euer Stanley. Und heute spielen wir natürlich wieder The Stanley Parable. Und ich bin euer Stanley. Und ihr hört's auch schon, mir geht's wieder ein bisschen besser. Ja. Und ja. Stanley ist ein kleines Arschloch. Nachdem er letztes Mal einfach brav wie ein Köter war, der die Wurst unbedingt haben wollte. Und euch das ganze Ding, also die ganze Mod so gut gefällt und mir macht das sowieso Laune ohne Ende, denke ich mir, bin ich doch heute einfach mal ein kleines Arschloch. Und mache nicht mehr das, was der Sprecher sagt. Also das genaue Gegenteil, um euch noch einen zweiten Weg zu zeigen. Alle anderen Wege müsst ihr aber dann selber rausfinden. Also, ich bin auch schon ein bisschen vorgelaufen. Wir stehen an unserer ersten Entscheidung, denn ob ich aus dem Raum rausgehe oder nicht, ist, denke ich mal, ziemlich klar. Wenn ich es nicht mache, kommen wir ja gar nicht voran. Also, so, ja, ne? Linker Weg sollten wir eigentlich gehen, aber nö. This was not the correct way to the employee lounge, and Stanley knew it perfectly well. So he turned left at the first open door and walked back in the right direction. Ja, nee. Rein theoretisch hat er gesagt, soll ich da lang gehen, aber leck mich, gibt's nicht. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Maybe this is why everyone had left. No one wanted to be around someone as bad at listening as him. And since he was walking into the middle of nowhere and thus ruining the entire story, Stanley decided that he would punish himself. So when he came to the elevator and the doors opened, he stepped inside and pushed the button to go up. Ja, der Stanley ist ein kleines 5-jähriges Kind. So in etwa könnte man es auch sagen. Wir fahren natürlich nach unten. Unten ist viel schöner als oben. Ich will weiter runter. Stanley. You know, you really aren't going anywhere, and I don't say that deceitfully. I truthfully mean that there isn't a story down here. The story was back up where I told you to go in the first place. Right now, you're just running around looking at empty halls. And frankly, that's perhaps even more infuriating for me. So why don't you throw me a bone, give me a chance, and just let me tell the story I want to tell, hm? Nein, Mann! Du kannst deine Story wann anders erzählen. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen tanzen. Oder so ähnlich. Der Sprecher ist nicht ganz so davon angetan, dass wir einfach das machen, was wir wollen. Verstehe ich gar nicht. Now listen carefully. This is important. Stanley walked through the red door. Stanley geht durch die blaue Tür. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Stanley geht durch die blaue Tür. Und wird nicht wieder an den Anfang zurückgeportet. Danke. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Stanley geht gegen die Wand. Ich will nicht auf dich hören. Puh, dann gehe ich zurück. All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. Ist klasse, wie er sich aufregt. You see? It's nothing. No one's even built this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. It's just a bunch of skybox and dev wall textures. That's it. Is this what you were looking for? Was it worth ruining the story I'd written out for you? I put a lot of time into that, and now well, here you are now, just looking at nothing. To think that that's all I needed to make in the first place, just a whole lot of nothing, and you would have been happy. Well, hey, you still need a little something to do. Am I right? Here, let me load up another map. See if there's something in here that'll keep you occupied. Ah, here's one. Let's boot this up. We'll see if you like it. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Die Skyboxen gerade waren auch, also erinnerten mich sehr an den Hammer Texteditor. Oh. Oh. Oh, what? Oh. Well, Stanley, is this any better? I don't know why it would be. This map wasn't even made for you.
At least I created a world specifically with you in mind. I wanted to make you a leading man. This one, well, I'm afraid you're on your own there. Hey! Ich bin nicht mehr Stanley. Ich bin Gordon Stanley. Oder Stanley Freeman. Und das ist auf jeden Fall mal eine geile Idee vom Entwickler. Hier einfach mal das erste Level von Half-Life 2 reinzupacken. Das hat definitiv etwas für sich. Stanley was fat and ugly and really, really stupid. He probably only got his job because of a family connection. That's how stupid he is. That, or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Ich bin nicht dick und hässlich, du Arsch. Und ich kann nicht by the way hören. Also red nicht so über mich. Normalerweise müssten hier Wachen rumstehen, aber naja, man kann nicht alles haben. Ist direkt zu. Ja, moin. Hold up there, sport. I spent so long talking about you. Why don't we just take a break from that and talk about something else for a change? Let's see. Well, according to Wikipedia, more than 90% of the night sharks caught off northeastern Brazil contain mercury concentrations higher than that considered safe by the local government. Now, this is fascinating. Don't you want to know more about the night sharks? Oh, no, of course not. All you want to hear about is yourself, isn't it? Well, fine. You haven't listened to me once so far. I can't expect you to turn that around now, can I? Hä? Was? Oh, die Tür ist wieder offen. Na, ist ja wunderbar. Dann können wir ja endlich hier raus. Ach, weil ich nicht springen kann, hat er mir hier direkt... Oh, ist aber... Das sieht... Ey! Na egal. Is this the end of the line? I don't suppose this was a particularly fulfilling experience. Wait. Hold on. What are you doing? Ups. Ich hab noch niemand... Ah, das ist ein Licht. Wir gehen einfach... Geh ins Licht. Don't do that. I can't follow you there. I can't help you. Geh ins Licht, Stanley. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Ins Licht. Oh. Es war ein Tagtraum. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Stanley. Und wir spielen eine kleine Parabel mit unserem Sprecher, der nicht mehr reden will. Ich habe ein bisschen geschlafen. Moment mal, ist es jetzt egal, wo ich hingehe? Dann erforschen wir halt eben so hier noch ein bisschen. Stanley findet das alles hier sehr interessant. Wobei er sich wundert, warum kein Sprecher mehr da ist. Was ist denn hier unten? Nichts. Na toll. What? It's sad, I know. But all stories must come to an end. Of course, they say it's the journey that truly matters and not the destination, and I like that idea. To think we might value the paths we walk as much as the places they lead us. Now, I don't know what sort of story you've ciphered out of that world you've made for yourself, but I hope that being the leading man was everything it's cracked up to be. I know it can be a little hard getting around without someone looking over your shoulder, but this is simply the nature of freedom. Besides, I haven't really gone anywhere. Maybe you don't want a guide, but I think I'll always have a place here at the end of every story. I'll step in and wrap things up with a nice piece of dialogue and a reflection on life that makes sense of whatever path you've chosen to walk. And for now, I'm happy to be the destination instead of the journey. But only for now. The End! Mit schöner Musik. I like it!
Nachdem wir dem Sprecher so ein bisschen auf den Sack gegangen sind. Ich hab jetzt schon wieder Bock, einfach nochmal von vorne und ihm nochmal auf den Sack zu gehen. Ist egal. Upsa. Tja. Also wenn ihr wollt, nehmt das selbst auf, zeigt andere Wege, macht als Video-Antworten, ich lasse es gerne zu. Guckst du mir natürlich auch an. Ich denke, ich werde auch noch 2, 3 andere Wege ausprobieren. Und ich bin euer Hello 986 alias Stanley. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.